Also Blochingen. Okay. Gleis 15. Natürlich reist er mit dem Zug an. Nikolaus Hebding, der Bahnhofsmanager. Sein Tag beginnt um 7 Uhr im Homeoffice, bevor er den Zug nach Stuttgart nimmt. 8:18 Uhr ab Mannheim mit dem ICE, mit meinem Büro-ICE. Da habe ich immer viel Platz zum Arbeiten und jetzt hatte ich schon 2 Teams, Microsoft Teams-Sitzungen. Ja. Im Zug? Im Zug, ja. Das ist normal bei Ihnen? Das ist normal, ja. Auf dem Weg zum ersten Termin? Moin, Herr Christiani. Hier und da ein kurzes Gespräch. Als Bahnhofsmanager ist er für alle Bahnangestellten in Stuttgart zuständig. Er ist Chef von insgesamt 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier am Bahnhof kommen täglich 240.000 Menschen an oder fahren ab. Über 1000 Züge pro Tag. Und das bei erschwerten Bedingungen durch den Umbau zu Stuttgart 21. Hi Toni, Mensch, schön dich wiederzusehen. Ebenfalls. Ja, und sonst jetzt schon lange nicht mehr gesehen? Alles in Ordnung. Man kennt sich. Früher hat Toni noch in der alten Bahnhofshalle verkauft. Es gibt natürlich viele, die über die 20 Jahre, die ich jetzt in Stuttgart bin, begleiten. Ja. Dann geht es in die Landesbank. Wegen der großen Baustelle müssen die Bahnangestellten hier arbeiten. Der Kalender eng getaktet. Klar, der Tag ist voll und dann hoffe ich, dass jetzt nichts was Besonderes passiert. Aber dafür sind wir ja da, dass wir dann auch für die Situationen allzeit bereit sind. Wie vor wenigen Tagen, als wegen einer Bombendrohung der Bahnhof komplett evakuiert werden muss. Nikolaus überprüft mit seinem Kollegen die Besucherströme. Die zeigen, dass bei der Räumung alles geklappt hat. Dabei hilft eine neue Technik, die erstmals in Stuttgart erprobt wurde. Gerade diese Kombination aus alter Technik, die ich beherrsche, und neuer Technik, die bringt uns voran. Und ich könnte das nicht hier bedienen und deswegen bin ich froh, dass ich junge Kollegen habe, die dann auch die Analysen machen und weiterentwickeln. Und dann ist es immer noch schön, wenn das Stuttgarter Modell dann auch in Hamburg oder in Frankfurt verwendet wird. Das macht mir dann Riesenspaß. Wie wegbewege? 1 Meter. Desinfektionsmittel automatischer Sprühtüte. Dann probieren die Kollegen eine App aus, die blinden Menschen auf ihrem Weg durch den Bahnhof helfen soll und die direkt danach mit dem Vertreter der Sehbehinderten in Stuttgart getestet wird. Zurück zum Bahnhof. Ein Kontrollgang im alten Verbindungsgang unter den Gleisen. Wegen dem Umbau wird der nicht mehr gebraucht. Hier sind die Personen entlang gegangen, das weiß ich auch noch, war sehr viel los. Und dann ist man hier zum Beispiel die Treppe hochgegangen nach Gleis 5 und 6. Also man sieht jetzt hier unten da waren jetzt auch noch Büros. Ne? Hier steht noch das Schild, der Abrechnungsraum. Ne? Und hier war auch früher mein Büro, hier war dann der Bonatzbau, wo jetzt heute gebaut wird, der Nordflügel. Hier ein kritischer Blick, dort ein Foto. Immer mit dabei der Rucksack vom Ironman, den er in Frankfurt mitgemacht hat. Ja, also Sport ist ganz, ganz wichtig für mich hier. Und ich glaube schon, wenn man im Sport hier Leistung bringt, dann kann man das auch auf die Arbeit übertragen. Deswegen ist für mich so ein bisschen Hobby, Leistungssport und Beruf, das passt gut zusammen. Ja. Nikolaus ist nicht nur für den Hauptbahnhof, sondern für über 90 S- und Regionalbahnhöfe der Region zuständig. Also ich sehe mich als derjenige, der den Rahmen schafft, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich im Kundenkontakt sind oder an den Bahnhöfen, an der Instandhaltung, an den Anlagen, dass die ihre Arbeit gut machen können, dass letztendlich die Kunden zufrieden sind. Und es ist doch selbstverständlich, dass es auch viele Leute gibt, die enttäuscht sind und zu Recht und wo wir aber auch besser werden müssen. Aber dafür sind wir da. Trotz Mammutaufgabe, Nikolaus Hebding ist Optimist und macht sich auf den Weg zur S-Bahn. Auf zum nächsten Termin. Jetzt noch schnell zur Stadtmitte, 13 Uhr ein Online-Termin, da fahre ich dann ins Büro. Dann 14 Uhr Richtung Wernau, Treffen mit den Mitarbeitern. 15 Uhr Wendlingen und dann zurück nach Stuttgart in den ICE nach Mannheim nach Hause. Zeit, sich noch um die anderen 92 Bahnhöfe zu kümmern. Der Sanka kommt gerade, vielleicht hast du schon gesehen.
Genau, ist auf dem Weg zu euch. Wir haben ein RTW geschickt bekommen auf Gleis 13 und 14 und das gucke ich mir jetzt mal an. Ein Rettungseinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof. Lea Hertwig muss als Servicekraft den Überblick behalten. Wenn bei uns ein Rettungswagen angefordert wird, egal ob es von Gästen ist oder über unsere eigene Zentrale, ist es so, dass ich mir natürlich trotzdem die Situation kurz mal anschaue. An sich bin ich natürlich da, um zu helfen. Mit meinen kleinen Fähigkeiten, die ich besitze. Dann heißt es für die Teamleiterin warten. Und für Fahrgäste da sein. Der Tübinger, der fährt um 54 hier auf Gleis 15, der fährt über Ploching. Aalen direkt müssen sie, gell? 14:47 Uhr dann hier auf Gleis 13 dann einfach. Göppingen oder Plochingen? Plochingen nach Göppingen. Nach Göppingen möchten Sie, ja? Können wir mal gucken, ob wir was anderes für Sie finden. Sie haben einen Flexpreis, ja? Das passt. Also Ja. kriegt es keinen Ärger. Nein. Also Plochingen. Gleis 15, ganz vorne der Zug, Tübingen steht da dran. Seit etwa 2 Jahren arbeitet Lea bei der Bahn. Davor war sie Flugbegleiterin bei Germanwings. Es unterscheidet sich tatsächlich gar nicht so viel vom Bahnfahren. Es ist dasselbe Spiel. Es sind Gäste, die von A nach B möchten und das pünktlich. Doch dann, mitten während der Corona-Pandemie, wird die Fluglinie eingestellt. Lea hat plötzlich keinen Job mehr. Dann hängt man natürlich schon immer erstmal in einem Loch. Das ging sehr vielen so. Ich habe mich mit Nebenjobs über Wasser gehalten. Erst in der Gastro, dann beim Edeka. Überall so ein bisschen, was halt so offen hatte. Aber irgendwann findet man den Weg wieder. Und den habe ich Gott sei Dank dann wieder hierher gefunden. Denn die Bahn hat damals gezielt ehemalige Flugbegleiter abgeworben. Jetzt arbeitet Lea in ihrer Heimatstadt als Servicekraft. Heute ist Elif mit dabei. Sie macht gerade ihre Ausbildung zur Kauffrau für Verkehrsservice. Und das an einem Ort, an dem es hilft, viele Sprachen zu sprechen. Da sind dann die Kunden auch ganz schnell erleichtert, wenn ich dann mal auf Türkisch antworte. Ah, Sie sind Türkin, wie toll. Und dann erkläre ich denen das auf Türkisch nochmal und dann, ja, das ist schon ein Vorteil. Und bei Ihnen? Bei mir ist es hauptsächlich Deutsch und Englisch. Ich spreche noch ein bisschen Spanisch von meiner Ausbildung am Flughafen damals. Aber Deutsch und Englisch ist schon der Point bei mir. Unique Main Station, yeah. Is it the last station? Yes. Unique Main Station will be the last The last station, yes. Perfect. Thank you very much. You're welcome. Die beiden bekommen aber auch den Frust der Fahrgäste ab. Wir haben gefragt und dann sagt man, steigen Sie ein oder bleiben Sie hier. Natürlich auch eine sehr freundliche Aussage. Ich schaue mal für Sie. Jetzt ist er weg. Lea behält die Nerven im Fahrplandschungel. 16:30 Uhr wären Sie da und mit dem RE5 17:07 Uhr, also halbe Stunde. Probieren Sie es noch. Ich glaube, er steht noch. Heute von Gleis 16. Ich wiederhole. Ich muss auch sagen, ich habe oft Verständnis dafür. Mich würde es auch ärgern, aber meistens kriegen wir das wieder super hin, wenn wir einfach eine Alternative finden. Zwischendrin ein Gang zu den Kollegen der Bahnhofsauskunft. Kurze Absprachen, sich gegenseitig updaten. Der Zug aus Paris hat heute Verspätung. Ja. Es wird Abend in Stuttgart, die Pendlerzeit beginnt wieder. An einem Bahnhof, an dem sich wegen der Stuttgart 21 Baustelle ständig alles verändert. Die Servicekräfte sind deswegen besonders gefragt. Lea würde trotzdem mit keinem anderen Bahnhof tauschen wollen. Für mich hat der Stuttgarter Hauptbahnhof Charme. Vielleicht liegt es auch an den Leuten. Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht auch an den Schwaben an sich. Ich weiß es nicht. Aber es gehört einfach dazu. Es gehört zu Stuttgart dazu. Und es wird auch besser werden. Und bis dahin machen wir das Beste draus. Der verspätete TGV aus Paris fährt ein. Und Lea Hertwig hat die Hälfte der Schicht geschafft. – 9 Uhr morgens. Uwe Schneider öffnet den Imbiss in der Klettpassage am Hauptbahnhof. Dankeschön. Es dauert nicht lange. Schon gehen die ersten Leberkäswecken über die Theke. Kein Problem. So, 45 und 8. Dankeschön. Frikadelle habe ich da, Fleischkäse habe ich da, Schweinehals, Schweinebauch. Maultasche habe ich in der Brühe da, Sauerkraut habe ich da, Linsenspätzle habe ich da, dann Putenschnitzel, Schweineschnitzel und Bratkartoffeln, die setzen wir nachher auf. So deftig am frühen Morgen.
Nichts Ungewöhnliches. Viele kommen ja von der Arbeit oder gehen auf die Arbeit und die brauchen was zum Essen. Daher passt es schon. Der nächste Schweinehals wird schon gebacken. Gerne. Zum gleich essen? Oh, okay. Wollt ihr das gleich essen oder mitnehmen? So, einmal. Wir waren vor ein paar Jahren mal hier, da hat es super geschmeckt. Ein super Service und dann kommt man immer wieder gerne her. 4,48 bitte. Uwe und seine Kunden, man kennt sich. Viel Stammkundschaft. Also anders wie oben an der Gleise. An der Gleise sind halt mehr Reisende unterwegs. Und hier unten ist schon Stammkunde, wo Umsteige, daher. Früher hat Uwe noch hier gearbeitet, in der alten Bahnhofshalle oben drüber, bevor sie dann wegen des Stuttgart 21-Umbaus geschlossen wurde. Es war ein Gemeinschaftsgefühl. Also man hat sich alle untereinander gekannt und es war ein schönes Gefühl, da oben zu arbeiten, weil alle miteinander gearbeitet haben. Es war richtig schön da oben. Im Keller bin ich wieder abseits von allem. Denn es ging für ihn runter zum Metzger in die Klettpassage, weg vom Tageslicht, mitten in die Besucherströme, eingepfercht zwischen S-Bahn, Stadtbahn und dem Hauptbahnhof. Die Gäste kommen gerne. Erstmal ist der Herr Schneider immer gut drauf. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, es schmeckt hier immer. Und es hat immer offen, 7 Tage die Woche. Wir sind oft hier beim Arzt und dann gehen wir hier immer unsere Currywurst. Wir freuen uns schon zu Hause auf die Currywurst. Das Essen schmeckt einfach fantastisch, der Preis ist gut. Und die Umgebung blendet man einfach aus, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, sich mit denen unterhält. Ist der Rest eigentlich egal. Stört es Uwe, dass er hier unten kein Tageslicht hat? Gar nicht, absolut nicht. Ich finde es schön, wenn man da rauskommt, wenn die Sonne scheint. Morgen. Was ist das denn? Gerne. Dann brummt auch schon das Mittagsgeschäft. Bei Uwe kommen Fleischesser auf ihre Kosten. 3,49 bitte. Gibt es hier überhaupt was Vegetarisches? Kartoffelsalat. Selbst in der Linse ist Speck mit drin oder bei Bratkartoffeln ist auch Speck mit dabei. Daher ist überall Schwein dabei oder Fleisch. Immer wieder Andrang. Und das, obwohl die Metzgerei alles andere als direkt an den Gleisen ist. Es gibt auch Kunden, die kommen extra runter von der Gleise. Also die machen sich schon diesen großen Weg und kommen hier runter. Woanders möchte Uwe auf jeden Fall nicht arbeiten. Macht mir Spaß, am Bahnhof zu arbeiten, ist immer was los. Also man erlebt immer was. Uwe Schneider ist und bleibt Anlaufpunkt im Untergrund. Früchte oder Minze, Menta oder Kaffee? Ja. Kaffee. Ja. Mit Milch, Zucker. Okay, wenn Sie mir das geben, danke. Und Sie? Und Tee? Chai. Sie haben gerade jetzt schon gemerkt, das Sprachproblem. Wir haben auf unsere Diensthandys Übersetzungsprogramm, war jetzt da gerade nicht nötig. Und wenn es ganz schwierig wird, haben wir Videodolmetscher. Ordensschwester Birgit arbeitet bei der Bahnhofsmission. Wir haben zur Auswahl entweder Salami oder ein kleiner Käse. Tee und Essen sind kostenlos. Den Kaffee gibt's für 20 Cent. Hallo. So, jetzt. Das Pfeffermenta, halt Kaffee für ihn. Dann geht's raus auf den Bahnhof. Guten Morgen. Sieht auch aus, wie wenn der zu uns kommen wird. Morgen. Alles klar soweit? Alles gut. Okay, gut. Das ist jetzt auch so ein Punkt, wenn jetzt so ein Zug kommt, möglichst aus dem Weg gehen und schauen, ob da vielleicht jemand ist, oft gegen Ende auch, der vielleicht zum Begleiter jemand braucht. Also Gepäckträger sind wir nicht, aber es könnte auch jemand sein, der einfach wirklich nicht weiter weiß. Schwester Birgit will Menschen in Not helfen und lernt dabei schwere Schicksale kennen. Manchmal hilft sie auch nur zum richtigen Gleis, mitten im Gewusel von Zügen, Menschen und Baustelle. Schwester Birgit und die Bahnhofsmission sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Das ist da ein kleiner Blick bloß rein, von der Einlage bis ich weiß nicht was. Also, aber es sollte eigentlich bitte ein bisschen aufgeräumt sein, aber das ist immer der Wechsel halt. Ein Stammgast ist da.
Gisela Kasparowitsch war schon mal auf die Kleiderspenden angewiesen. Einmal war ich völlig durchnässt von so einem Platzregen in der Region. Und dann habe ich hier also trockene Kleidung bekommen. Da war ich sehr, sehr dankbar, weil die nasse Kleidung, da fängt man dann an zu frieren und das ist auch gefährlich. Dank dann auch allerseits. Ja. Tschüss. Ja. Okay. Schwester Birgit ist eine von 9 Hauptamtlichen der Bahnhofsmission und wurde vom Kloster entsandt. Ich bin Vinzentinerin schon viele Jahre und bin gefragt worden, jetzt sind es dann 7 Jahre, ob ich mir vorstellen kann, in der Bahnhofsmission zu arbeiten. Also es war völlig überraschend und unser Dienst ist ja an der Arme als Vinzentinerin und ich denke, das ist hier ein Post, wo das sehr wohl der Fall ist. Ein weiterer Gast ist eingetroffen. Er sucht eine Notunterkunft für die folgende Nacht. Wir sind mit diesem ganzen Hilfenetz in Stuttgart vernetzt. Ich zeige Ihnen hier mal den Plan. Es gibt einen Plan Wohnungslos in Stuttgart, das ist eine ältere Auflage, es gibt schon wieder neue. Und das sind diese ganzen Notaufnahmen, also die es gibt. Und wir rufen dann dort an oder schicken die Leute direkt hin. Weiter zur nächsten Mission. Am Busbahnhof kommen freitags immer blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler aus dem nahegelegenen Internat an. Die müssen einzeln durch die Baustelle zum richtigen Zug gebracht werden. Navigieren durch die Menschenmasse. Okay. Zum einen fühle ich mich mit der Bahnhofsmission sicher, wenn die mich zum Bahnhof bringt oder in Stuttgart von einem Gleis zum anderen bringt. Ich finde, es ist entspannter für mich, weil ich Alltag viel Stress habe. Und dann, also es ist entspannter für mich, dann bringen die mich zu meinem Gleis. Ich weiß, ich komme sicher an. Musst du auch weiter rein weg? Okay, langsam. Achtung, bitte. Plötzlich Irritation. Eigentlich sollte hier doch der Zug nach Karlsruhe einfahren. Müssen wir aufpassen. Schön. Fast wäre Christian Ochs im falschen Zug gelandet. Das ist der richtige Zug. Gerade noch mal gut gegangen. Aber das ist ja eine typische Situation, wo man uns braucht. Wieder einem Menschen geholfen. Dann geht's gleich los, so in 1 Minute geht's dann los. Vielen Dank. Wie oft machen Sie das am Tag, die hin und zurück? Da kommt aber einiges zusammen. Natürlich, sehr viel kommt da zusammen. Sehr viel, ja. Wenn man da ausrechnet, dass alle 5 bis 7 Minuten eine Fahrt, dann kommen dann schon locker 100 bis 120 Fahrten zusammen, wenn man da die Pause abzieht. Ja. Steffen Auble auf Mission mit seinem Service-Shuttle. Ich dachte immer, das sei nur für behinderte Menschen oder mit Einschränkungen. Aber das stimmt ja wohl nicht. Natürlich ist es in erster Linie auch für behinderte Menschen. Ja. Wir haben aber sehr oft noch Platz und deshalb nehmen wir dann auch andere mit. Aha, ja, das ist doch prima so. Gewieft bahnt sich Steffen seinen Weg. Und natürlich ist es ein Service, weil der Weg ist knapp 500 Meter lang und... Wie viel Meter? 500 Meter. 500 Meter. Lang zieht sich der Fußweg, der große weiße Schlauch, durch die Stuttgart 21 Baustelle. Zu Fuß dauert das etwa 10 Minuten, mit Steffen nur halb so lang. Im Zweischichtdienst fahren die Shuttle hin und her. Normalerweise arbeitet Steffen beim Sicherheitsdienst der Bahn. Das ist eine sehr schöne Abwechslung vom Büro und macht auch Spaß. Wir sind circa zwischen 50% und 60% im Büro und gehen dann zu zwischen 40% und 50% noch mit raus und machen dann zum Beispiel so wie heute Shuttle-Service oder auch normale Dienst in der Pforte. Kurze Verschnaufpause. Steffens Kollege Nikolas fährt ebenfalls Shuttle, allerdings ausschließlich für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Ich begleite Kunden auch zur S-Bahn oder vom Zug. Also in den Zug dürfen wir nicht steigen, aber wir begleiten sie halt quasi im gesamten Fahrtverlauf. Hallo,
heftig. Na, einiges los heute. Der Bahnhofsmanager schaut vorbei. Fahrt euch mal richtig warm für die Europameisterschaft nächsten Jahres. Ja, da brauchen wir alle 3 Fahrzeuge im Dauereinsatz, Volles Programm, um natürlich wieder gute Gastgeber auch mit dem Elektromobil zu sein. Natürlich. Wird erledigt. Ja. Wieder selbst das Viertelfinale, glaube ich, ausgetragen. Genau, denen, ja. und Deutschland spielt. Ja. Also das wird auf jeden Fall... Und wir haben jetzt 13.000 Fahrten im Monat und da schauen wir, dass wir dann auf 15.000 kommen. Ja, das wäre so dieses Limit da, ne? Ich habe sie, keine Sorge, ich habe sie. Alles gut. Alles gut. Jetzt gucken Sie, das ist ganz klein bisschen nach links. Achso, nach links, so. Und so. Genau. Jetzt drehen wir langsam und dann geht es die 500 Meter hier am Gleis entlang. Noch ganze 2 Jahre soll es dauern, bis die langen Laufwege, die Fernwanderwege, wie sie spöttisch genannt werden, Geschichte sind. Die Fahrgäste müssen sich wohl oder übel drauf einstellen. Und um wie viel Uhr fährt dann Ihr Zug? Oder? Erst um kurz nach 10. Aber mit dem Tunnel, da lassen wir uns lieber mal ein bisschen Zeit. Ist besser und ja, jetzt sind ja innerhalb von 3 bis 4 Minuten dann vor Ort am Gleis. Seit einigen Monaten sind die Shuttle schon im Einsatz. Ja, bitte, was? Hier, ich helfe Ihnen dabei. Hier, bitteschön. Mit seinen Fahrgästen erlebt Steffen aber auch so manche skurrile Situation. Da wollte dann jemand Richtung Zug, ganz schnell. Und der hat dann schon von alleine immer gebrüllt, hier aus dem Weg, ich muss zum Zug. Ja, aus dem Weg, ich muss zum Zug. Und viele Leute haben dann auch drauf gehört und sind dann aus dem Weg. Ich persönlich konnte es nicht verbieten. Aber Hupe oder so ist nur im äußersten Notfall. Und so bahnt sich Steffen Auble weiterhin seinen Weg durch die Menschenmassen.